Mit dieser Ausstellung präsentieren wir die pommersche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wir beginnen mit dem Ersten Weltkrieg und gehen, wenn man so möchte, bis in die Gegenwart. Wir haben uns dafür das Schengener Abkommen 2007 ausgesucht. Die Grenzen fallen und Deutsche und Polen begegnen sich auf Augenhöhe. Aus meiner Sicht hat diese Ausstellung 3 Besonderheiten. Zum einen ist es der Umstand, dass wir im Rahmen eines gemeinsamen EU-Projektes mit dem Stettiner Nationalmuseum pommersche Geschichte präsentieren. Zum zweiten ist es der Umstand, dass Zeitzeugen uns durchgehend begleiten. Es sind Pommern, die hier geboren wurden und durch die Wirren des 20. Jahrhunderts eine neue Heimat fanden. Sie leben in Argentinien, in den USA, Kanada, Israel oder sie sind in den Westen gegangen. Zum Zweiten sind es Soldaten, die hier gekämpft haben. Vor allen Dingen waren es Polen und Angehörige der Roten Armee. Und drittens sind es Zeitzeugen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Sie kamen aus Sibirien, Ukraine, dem Baltikum oder aus Griechenland. Dazu natürlich auch Zeitzeugen und künftige Pommern aus Sachsen, Berlin und Thüringen. Und das Dritte ist, dass wir diese Ausstellung gemeinsam mit polnischen Kollegen gestaltet haben. Sie sind nach Greifswald gezogen, der eine für 2 Jahre, der andere für 1,5 Jahre. Wir haben hier gelebt und gemeinsam diese Ausstellung gestaltet. Und darauf bin ich besonders stolz. Im Ersten Weltkrieg hatte das landwirtschaftlich geprägte Pommern eine große Bedeutung für die Versorgung des ganzen Reiches. Gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages wurde Pommern Grenzland. In der Weimarer Republik verschlimmerten Inflation, Agrar- und Weltwirtschaftskrise die wirtschaftliche Lage und führten zur politischen Radikalisierung. Die Nationalsozialisten begannen bald nach ihrem Machtantritt mit der Kriegsvorbereitung. Pommern entwickelte sich zu einem wichtigen Rüstungsgebiet. Erwähnt sei nur die Heeresversuchsanstalt Peenemünde mit den sogenannten V1 und V2-Raketen. Pommern war auch die erste Provinz des Reiches, aus der jüdische Mitbürger deportiert und Heilanstalten geschlossen wurden. Am Ende des Zweiten Weltkrieges flüchteten Hunderttausende nach Westen. Für die Zeit nach 1945 gliedert sich die Ausstellung in 3 Erzählstränge. In der Abteilung zur Geschichte der Vertriebenen in der Bundesrepublik steht für uns insbesondere der Umgang mit Verlust im Vordergrund. Die Vertriebenen bewältigten diesen Verlust durch Rekonstruktion zahlreicher Stadtmodelle des väterlichen Bauernhofs oder durch das Anfertigen von Trachten. Wir zeigen dies exemplarisch anhand einer Heimatstube, die wir in unserer Ausstellung inszenieren. Es geht aber immer um eine historisch gewachsene Region. Dieses Bewusstsein der Zusammengehörigkeit verschwand aber sowohl im polnischen Westpommern als auch im deutsch verbliebenen Teil Vorpommerns in der DDR. Der Name Pommern selbst war politisch nicht mehr gewollt. Wir zeigen die Kontinuitäten und Brüche der Geschichte der Region. So wurde etwa das Motorrad Junak, die polnische Harley-Davidson, in den Werkshallen der Stöver-Werke in Stettin gebaut. Am Ende der Ausstellung findet sich der Besucher inmitten der einzigartigen Landschaft dieser Region wieder, Pomorze, Pommern, das Land am Meer.